In der heutigen Welt sind militärische Kräfte nicht nur ein Abschreckungsmittel, sondern auch ein grundlegender Pfeiler der nationalen Sicherheit. Deutschland und die Türkei spielen zwar in unterschiedlichen geografischen Regionen eine Rolle, aber beide Länder haben im Laufe der Geschichte bedeutende militärische Positionen sowohl in ihren Regionen als auch auf globaler Ebene eingenommen. Doch wie steht es heute um die militärischen Kapazitäten dieser beiden Länder? Ist es die fortschrittliche Technologie Deutschlands oder die strategische Lage und breite militärische Erfahrung der Türkei, die den Unterschied macht? Lassen Sie uns nun einen detaillierten Blick auf die Streitkräfte, Ausrüstung und strategischen Vorteile dieser beiden Nationen werfen. Im Vergleich der Luftstreitkräfte liegt die Türkei in Bezug auf die Anzahl der Flugzeuge vorn. Deutschland hingegen hat einen Vorteil in Bezug auf Technologie und Modernisierung seiner Luftwaffe. Mit den Eurofighter Typhoons verfügt Deutschland über eine hochmanövrierfähige und mit fortschrittlichen Radarsystemen ausgestattete Luftstreitmacht. Die Türkei setzt vor allem auf F-16 Jets und plant mit Projekten wie dem MMU, Milli Muharip Uçak, ihre Luftwaffe weiter zu stärken. Allerdings hat die Türkei nach ihrem Ausschluss aus dem F-35-Programm der USA Schwierigkeiten, ihre moderne Kampfflugzeugflotte zu diversifizieren. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre große Kampfflugzeugflotte und strategische Lage punkten, während Deutschlands moderne Luftwaffe und fortschrittliche elektronische Kriegssysteme den Ausgang der Auseinandersetzung beeinflussen könnten. Dennoch bestehen technologische Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Deutschland liegt bei der Anzahl der Transportflugzeuge vorne. Mit Flugzeugen wie dem A400M Atlas kann Deutschland große logistische Operationen unterstützen. Diese Flugzeuge sind sowohl für strategische als auch für taktische Einsätze geeignet und bieten eine hohe Reichweite und Tragfähigkeit. Die Türkei hingegen setzt auf eine kleinere, aber vielseitige Flotte von C-130 Herkules und A400M Flugzeugen. Ihre KC-135 Tankflugzeuge ermöglichen es der türkischen Luftwaffe, ihre Einsatzreichweite zu erweitern. In einem möglichen Krieg, Deutschlands größere Transportflotte bietet einen Vorteil in der logistischen Unterstützung, während die Türkei mit ihrer flexiblen und schnellen Einsatzfähigkeit punktet. Deutschlands hochkapazitative Flugzeuge könnten in großen logistischen Missionen hervorragen, doch die Türkei könnte bei schnellen und vielseitigen Operationen einen Vorteil haben. Die Türkei hat einen erheblichen Vorteil in Bezug auf die Gesamtzahl der Flugzeuge. Die türkische Luftwaffe verfügt über eine große Flotte, bestehend aus F-16 Jets, C-130 und A400M Transportflugzeugen, was ihr eine strategische Luftmacht verleiht. Deutschland hingegen setzt auf eine kleinere Flotte, die auf modernste Technologie fokussiert ist. Mit Flugzeugen wie dem Eurofighter Typhoon verfügt Deutschland über eine präzise und hocheffiziente Luftstreitmacht. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit und operative Vielfalt hervorstechen, während Deutschland dank seiner moderneren und technologisch fortschrittlicheren Flugzeuge strategische Vorteile genießt. Deutschland wäre bei präzisen Luftangriffen stärker, während die Türkei durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit und Reichweite punkten könnte. Die Türkei verfügt über eine signifikante Überlegenheit bei der Anzahl der Angriffshubschrauber im Vergleich zu Deutschland. Mit den in der Türkei hergestellten T-129 Attack-Hubschraubern hat die Türkei eine starke Position. Die T-129 zeichnen sich durch ihre hohe Manövrierfähigkeit, fortschrittliche Waffensysteme und effektive Leistung unter schwierigen Kriegsbedingungen aus. Deutschland hingegen setzt auf die Eurocopter Tiger, die mit fortschrittlichen Waffensystemen und Elektroniksystemen ausgestattet sind, jedoch in geringerer Anzahl vorhanden sind. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre große Flotte und die lokale Technologieproduktion bei Luftangriffen und gegen gepanzerte Einheiten dominieren. Deutschlands Tiger-Hubschrauber könnten dank ihrer technologischen Überlegenheit präzise Luftangriffe durchführen, wären aber zahlenmäßig im Nachteil.
Die Türkei verfügt über eine signifikante Überlegenheit bei der Anzahl der Angriffshubschrauber im Vergleich zu Deutschland. Mit den in der Türkei hergestellten T-129 Attack-Hubschraubern hat die Türkei eine starke Position. Die T-129 zeichnen sich durch ihre hohe Manövrierfähigkeit, fortschrittliche Waffensysteme und effektive Leistung unter schwierigen Kriegsbedingungen aus. Deutschland hingegen setzt auf die Eurocopter Tiger, die mit fortschrittlichen Waffensystemen und Elektroniksystemen ausgestattet sind, jedoch in geringerer Anzahl vorhanden sind. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre große Flotte und die lokale Technologieproduktion bei Luftangriffen und gegen gepanzerte Einheiten dominieren. Deutschlands Tiger-Hubschrauber könnten dank ihrer technologischen Überlegenheit präzise Luftangriffe durchführen, wären aber zahlenmäßig im Nachteil. Deutschland betreibt hochmoderne Type 212A U-Boote, die dank ihrer fortschrittlichen Tarntechnologie und ihres AIP-Systems, Air Independent Propulsion, lange Zeit unter Wasser bleiben können. Die Türkei hingegen hat eine größere Flotte, bestehend aus AIP- und Prevezi-Klasse U-Booten, und plant, ihre Flotte mit der neuen Reis-Klasse zu modernisieren. In einem möglichen Krieg, Deutschland könnte dank seiner fortschrittlichen Technologie bei Langstrecken- und verdeckten Operationen einen Vorteil haben, während die Türkei mit ihrer größeren Flotte bei der Küstenverteidigung und bei kurz- bis mittelfristigen maritimen Operationen flexibler agieren könnte. Die Türkei hat bei der Größe ihrer Marineflotte einen erheblichen Vorteil gegenüber Deutschland. Die türkische Flotte besteht aus modernen Gabier-Klasse-Fregatten, Atta-Klasse-Korvetten und den neu gebauten I-Klasse-Fregatten. Darüber hinaus erweitert die Türkei mit dem amphibischen Angriffsschiff TCG Anadolu ihre strategische Operationsfähigkeit auf See. Deutschland verfügt über eine kleinere, aber technologisch fortschrittliche Marineflotte, darunter Braunschweig-Klasse-Korvetten und Sachsen-Klasse-Fregatten, die für hohe Effizienz und moderne Technologie stehen. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte mit ihrer großen Marineflotte und amphibischen Angriffsschiffen im Mittelmeer und den umliegenden Gewässern dominieren, während Deutschland durch seine modernen Schiffe begrenzte, aber effektive Seeoperationen durchführen könnte. Die Türkei hätte durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit einen Vorteil, während Deutschland bei Langstreckenoperationen technologisch überlegen wäre. Die Türkei hat in Bezug auf die Anzahl der Mehrfachraketenwerfer, MRL, einen erheblichen Vorteil gegenüber Deutschland. Die Türkei setzt auf inländische Systeme wie den T-122 Sakarya und den T-300 Kasırga, die über große Reichweiten und die Fähigkeit verfügen, breite Flächen zu decken. Diese Systeme bieten eine starke Feuerkraft und sind besonders für weitläufige Gebiete effektiv. Deutschland hingegen verfügt über eine kleinere Anzahl von MRL-Systemen, setzt aber auf moderne Technologien wie den MAS-2, der präzise und mit gelenkter Munition arbeiten kann. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre große Anzahl an MRL-Systemen weite Gebiete effektiv unter Druck setzen, während Deutschland mit seinen präzisen, hochmodernen Systemen strategische Ziele punktgenau treffen könnte. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Türkei könnte in großflächigen Offensiven entscheidend sein, während Deutschlands Technologie in gezielten Einsätzen überlegen sein könnte. Die Türkei hat bei der Anzahl der geschleppten Artilleriesysteme einen deutlichen Vorteil gegenüber Deutschland. Im türkischen Arsenal befinden sich ältere Systeme wie der M114 und der M101, sowie modernisierte und in der Türkei hergestellte Systeme wie der T-155 Fırtına, die in Bodenoperationen für umfassende Feuerunterstützung sorgen. Deutschland hingegen verfügt über eine kleinere Anzahl geschleppten Artilleriesystemen und setzt auf hochpräzise, technologieorientierte Systeme. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre große Artillerieflotte eine massive Feuerkraft auf feindliche Linien ausüben, während Deutschland mit weniger, aber modernen Systemen präziser auf strategische Ziele abzielen könnte. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Türkei würde in großflächigen Operationen eine entscheidende Rolle spielen, während Deutschland auf technologische Überlegenheit bei gezielten Angriffen setzen könnte.
Die Türkei verfügt über eine deutliche zahlenmäßige Überlegenheit bei Panzern im Vergleich zu Deutschland. Die türkische Armee nutzt Leopard 2 A4 Panzer sowie modernisierte M60T Sabra-Panzer und plant die Einführung des heimischen Altay-Panzers, um ihre Panzerkapazitäten weiter zu modernisieren. Deutschland hingegen setzt auf den technologisch fortschrittlichen Leopard 2, der als einer der modernsten Panzer der Welt gilt, mit fortschrittlicher Panzerung, Feuerkraft und optischen Systemen. In einem möglichen Krieg, die Leopard 2 Panzer Deutschlands könnten durch ihre fortschrittliche Technologie überlegen sein und eine kleinere, aber äußerst effektive Panzertruppe darstellen. Die Türkei könnte hingegen mit ihrer größeren Panzerflotte auf mehreren Fronten operieren. Deutschland hätte technologisch die Oberhand, während die Türkei durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit und operative Flexibilität punkten könnte. Deutschland verfügt derzeit über kein aktives ballistisches Raketenprogramm. Stattdessen hat sich Deutschland innerhalb des NATO-Rahmens auf Verteidigungsstrategien konzentriert und in Raketenabwehrsysteme investiert. Die Türkei hingegen hat ihre ballistischen Raketenfähigkeiten durch die Entwicklung heimischer Verteidigungsindustrien verstärkt. Die Bora-Rakete ist die bekannteste ballistische Rakete der Türkei mit einer Reichweite von etwa 280 Kilometern. Die ballistischen Raketen der Türkei sind hauptsächlich auf regionale Bedrohungen ausgerichtet und haben keine strategische nukleare Abschreckungskapazität. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte mit ihren ballistischen Raketen regionale Ziele angreifen, während Deutschland auf Verteidigungssysteme angewiesen wäre. Deutschland verlässt sich auf die nukleare Abschreckung der NATO und ihrer Verbündeten, während die Türkei eine aktivere Rolle bei der regionalen Abschreckung spielen könnte. Die Türkei hat sowohl bei den aktiven als auch bei den Reservetruppen einen deutlichen zahlenmäßigen Vorteil gegenüber Deutschland. Die türkischen Streitkräfte verfügen über eine breite operative Kapazität in den Land-, Luft- und Seestreitkräften. Aufgrund der Wehrpflicht hat die Türkei auch eine große Reserve. Deutschland hingegen hat eine kleinere Anzahl an aktiven und Reservetruppen, setzt aber auf eine vollständig professionelle Armee, da die Wehrpflicht abgeschafft wurde. In einem möglichen Krieg, die Türkei könnte durch ihre große Anzahl an aktiven und Reservetruppen in langfristigen und groß angelegten Operationen von Vorteil sein. Deutschland hingegen könnte sich auf Technologie und logistische Unterstützung verlassen, um mit einer kleineren, aber hochprofessionellen Streitmacht schnelle Einsätze durchzuführen. Deutschlands gut ausgebildete und technisierte Armee könnte den zahlenmäßigen Unterschied ausgleichen, während die Türkei auf ihre große Personalstärke setzt. Es ist offensichtlich, dass dieses Gleichgewicht der Kräfte zwischen Deutschland und der Türkei ein entscheidender Faktor für beide Länder ist. Doch ein Krieg wird nicht nur durch Waffen, sondern auch durch Strategie, Technologie und Diplomatie geprägt. Deutschland sticht durch seine fortschrittliche technologische Kapazität, die Unterstützung der NATO und moderne Verteidigungssysteme hervor, während die Türkei mit einer großen aktiven Streitmacht, regionalen Allianzen und einer starken nationalen Verteidigungsindustrie punktet. Wie die Zukunft aussehen wird, bleibt ungewiss. Doch eines ist sicher, sowohl die militärische Stärke Deutschlands als auch die der Türkei könnte nicht nur das Schicksal eines Konflikts, sondern auch die regionalen und globalen Gleichgewichte bestimmen. Was denkt ihr, welches Land ist stärker? Teilt eure Meinung in den Kommentaren. Vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr einen Vergleich zwischen zwei anderen Ländern sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen.